Hallihallo, ihr lieben Freigeister, die sich vom Theater auf der Weltbühne nicht blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. Heute nehmen wir uns mal eine Aufdeckung vor, die wahrscheinlich nicht gut für Neueinsteiger geeignet ist, denn es handelt sich um die Aufdeckung eines großen Sportstars, um eine Aufdeckung, bei der aus einem relativ dünnen Spargel ein muskulöser Wrestler wird. Ich decke heute den ehemaligen WWE-Superstar Dwayne The Rock Johnson als Prinz Joachim von Dänemark auf. Ja, gerade Neueinsteiger werden es unglaubwürdig finden, dass sich der Körperbau zwischen dem blaublütigen Original und der gespielten Fake-Identität dermaßen stark verändern kann. Deswegen erlaubt es mir bitte, dass ich zu diesem Video jetzt eine relativ lange Einleitung mache, bevor es mit den ausführlichen Bildvergleichen losgeht. Zum Einstieg also nur ein paar Bilder, die einen Gesamtüberblick über den zu überwindenden Hauptunterschied geben. Einmal diese Urlaubsfotos von Prinz Joachim am Strand zusammen mit seiner Prinzessin Marie. Ja, da seht ihr, was der Prinz Joachim für ein dünner, schmächtiger Spargel ist. Und dann das hier von Dwayne Johnson, zwar ebenfalls am Strand, aber im Vergleich zu Joachim deutlich muskelbepackter. Da werden wohl viele fragen, warum Joachim und Dwayne Johnson bzw. The Rock dieselbe Person sein sollen. Das wird hier in diesem zweiten Bildvergleich hoffentlich deutlicher. Aber bevor ich wirklich auf die Bildvergleiche ausführlich eingehe, muss ich aus dem Ganzen doch mal, wie angekündigt, eine längere Einleitung machen, beziehungsweise ein Fass aufmachen, das mir wirklich extrem am Herzen liegt. Meine feste Überzeugung ist und bleibt: Es ist für einen Adeligen, der schlaksig wie ein Spargel ist, kein Problem, ein Wrestler mit stark ausgeprägtem Sixpack zu spielen. Dafür braucht ein Prinz Joachim von Dänemark auch keine Muscle Suits oder Körperprothesen, sondern alle europäischen Adeligen schaffen das auf einem wesentlich bequemeren und einfacheren Weg, nämlich durch Shapeshifting. Denn für dieses Shapeshifting müssen die Adeligen selber noch nicht mal ansatzweise Energie aufbringen. Das übernehmen die Dämonen, von denen die Adeligen besessen sind. Die Dämonen shapeshiften die Adeligen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Adeligen shapeshiften sich nicht selber, sondern sie werden geshapeshiftet. Nach all dem, was ich selber so erlebt habe, ist dieses Erklärungsmodell durch paranormale Kräfte für mich persönlich wesentlich realistischer und logischer als ein Erklärungsmodell durch Muscle Suits. Denn wenn ich mir nämlich diese eingespielten Videoausschnitte aus Kämpfen von The Rock anschaue, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass The Rock zu diesen Moves in der Lage war, während er an allen Körperteilen Muscle Suit Attrappen trug, denn die ganzen Silikondinger würden die Bewegungsfreiheit im Ring ja schon massiv einschränken, oder die würden sich durch den ganzen sportlichen Einsatz, durch die ganzen Bumps im Ring und die ganzen Schläge verschieben, am Körper rumbaumeln, abfallen und. Da es sich also nur um Shapeshifting handeln kann, weiß ich auch ganz genau, ich muss auf nichts, aber auf wirklich gar nichts, was ich da in diesen Videostützen sehe, irgendwie neidisch sein. Denn etwas, wofür jemand nicht trainieren oder arbeiten muss, hat in keinster Weise meine Bewunderung verdient. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin der festen Überzeugung, für diese ganzen Zirkusnummern, Angriffsmoves, die ihr da seht, musste The Rock genauso wenig trainieren wie für seinen Muskelaufbau, denn die Dämonen shapeshiften nicht nur den Körper eines Adeligen, sie steuern diese leeren Fleischhüllen auch komplett fremd. Mit allen Bewegungen und Fähigkeiten, die diese Fake-Stars für ihre ganzen Performances in verschiedenen Talentbereichen brauchen. Das ist für mich die einzig logische Erklärung dafür,
wie auch ein Prinz Joachim von Dänemark seine 100 Fake-Identitäten in jeweils verschiedenen Bereichen spielen kann. Oder musste er für seine Fake-Identität The Rock das Wrestling trainieren, für seine Fake-Identität Michael Bolton Gesangsunterricht nehmen und sich dann auch noch für seine zahlreichen Hollywood-Fake-Identitäten extra ausbilden lassen? Musste er das? Also wenn man das voraussetzt, muss so ein Adeliger wohl mehr trainieren, als ein einzelner Mensch überhaupt trainieren kann. Denn ich betone es ja immer wieder, ein einzelner Adeliger spielt 80 bis 130 Fake-Identitäten, verteilt auf alle Länder der Welt und auf ganz viele verschiedene Talentbereiche. Ich decke seit knapp über 5 Jahren Fake-Identitäten aller Mitglieder des europäischen Hochadels auf. Da hat sich dieses Prinzip "The few are playing the many" dermaßen deutlich herauskristallisiert. Und das ergibt sich auch schlussendlich von selbst, wenn es sich bei der großen Menge an Promis weltweit ausschließlich um Fake-Identitäten handelt, die allesamt von einer kleinen Menge europäischer Adeliger gespielt werden. Dass dieses Pensum, das ein einzelner Adeliger also abzuleisten hat, nicht durch rein menschliche Kräfte umgesetzt werden kann, sondern auf paranormale Einflüsse, auf dämonische Fremdsteuerung zurückzuführen ist, das ist für mich kein bloßer Glaube. Vielmehr habe ich auch sozusagen parawissenschaftliche Beweise dafür gefunden, parawissenschaftliche Beweise dafür, dass Dämonen die komplette Körpergröße verändern können und auch Körper wesentlich muskulöser shapeshiften können, dass Dämonen einen Besessenen zu Sonderbegabungen fremdsteuern können, ohne dass der Besessene selber da irgendwas eintrainieren muss, dass Dämonen Fremdsprachen eingeben können, also das sogenannte Reden in fremden Zungen, dann noch das komplette Verändern der Stimme, das auch durch Dämonen möglich ist. Die Beweise, dass Dämonen all diese Sachen an ihren Besessenen durchführen können, möchte ich euch in einem bald kommenden Video präsentieren, auch anhand von Auszügen aus Exorzismusberichten. Ich schicke dem jetzt aber ein paar Aufdeckungen aus dem Sportbereich voraus, weil ich das Ganze erstmal anhand von konkreten Beispielen vorbereiten möchte. Dafür ist gerade der Sportbereich sehr geeignet, vor allem ein Beispiel wie Prinz Joachim von Dänemark als The Rock zeigt überdeutlich, wozu die Dämonen einen Adeligen so shapeshiften können, und es schließt zugleich Muscle Suits aus, in denen sich die Fake-Identitäten der Sportler kaum agil bewegen könnten und bei denen es auch im Sport dauernd passieren würde, ja, dass da mal so eine Silikonkörperprothese lose runterbaumelt oder vielleicht sogar komplett abfällt. Bei den ganzen Bumps, die die Wrestler einstecken müssen, oder auch beim Fußball bei einer einfachen Grätsche. Aber jetzt erstmal genug von der langen Vorrede. Ich gehe jetzt endlich rein in die konkreten Bildvergleiche. Also, los geht's. Diesen Bildvergleich hier habe ich ja jetzt schon mehrmals eingeblendet und zwischendurch sogar als Overlay gezeigt. Da muss ich deswegen, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Selbe Augen, selber Strichmund, selbe Mundfalten. Ja, natürlich, für die Fake-Identität Dwayne The Rock Johnson wurde da die Nase künstlich etwas verbreitert. Aber bitte, das widerlegt gar nichts. Die Adeligen tarnen sich halt auch nur ein bisschen, ne? Dass die Mundfalten wirklich total identisch sind, wird deutlich, wenn man dieses Bild von Dwayne mit einem weiteren Bild von Prinz Joachim kombiniert. So, ja, hier sieht man es besser mit den Mundfalten. Und dann habe ich noch ein weiteres Bild von Joachim gefunden, das sich perfekt mit diesem Bild von Dwayne matchen lässt. Das ist jetzt ein älteres Bild von Joachim, wo er noch jünger ist. Ich glaube, so vom Ende der 90er Jahre. Ja, da ziehen beide Charaktere ein und dieselbe Stute. Also alles sehr deutlich. So, jetzt ein direkter Frontgesichtsvergleich. Eines der typischsten Merkmale von Joachim ist auch sein langes Nasenbein. Ja, fällt hier sehr schön auf. Und springen wir weiter, gehen wir mal etwas forensischer an die Sache ran. Ja, mit einem Ohrenvergleich.
Da stimmt wirklich auf beiden Seiten jede innere Windung und Aushöhlung des Gehörgangs überein. Oh, und nach dem Ohrenvergleich machen wir jetzt mal einen Grinsvergleich. Also hier wie die breiten Mundfalten beim sanften Lächeln immer bis zum Wangenanschlag expandieren. Auch eine typisch individuelle extra Star-Allüren-Kosmetik von Prinz Joachim sozusagen. Und was mir an diesem Grinsen wirklich besonders gut gefällt, man kann dieses Grinsen auch absolut perfekt zwischen Dwayne Johnson und Marc Anthony matchen. Wow! Ja, Marc Anthony, den habe ich doch schon in meinem drittletzten Video als Prinz Joachim von Dänemark aufgedeckt. Ihr erinnert euch vielleicht, das war vor ungefähr 2,5 Monaten, als ich Jennifer Lopez als Prinzessin Marie von Dänemark entlarvte und da dann auch extra einen zweiten Teil zu machte, in dem ich als zusätzlichen Beweis 2 der Ex-Lover von Jennifer Lopez, nämlich besagten Marc Anthony und auch Ben Affleck, mit Prinz Joachim von Dänemark matchte, dem Ehemann von Prinzessin Marie. Ne? Also versteht sich von selbst. Ich verlinke euch diesen zweiten Teil der Jennifer Lopez Aufdeckung gerne nochmal rechts oben, damit ihr euch das Match zwischen Marc Anthony und Prinz Joachim nochmal genauer anschauen könnt. Ich kann nur sagen, dieses Match zwischen Marc Anthony und Dwayne The Rock Johnson, also dieser Grinsvergleich hier, gefällt mir wirklich absolut extrem gut, super getroffen. Und der Kürze halber wiederhole ich hier jetzt nur einen einzigen Bildvergleich zwischen Prinz Joachim und Marc Anthony aus dem zweiten Teil meiner Jennifer Lopez Aufdeckung, nämlich diesen Vergleich hier. Ich denke, die spezifischen Merkmale von Joachim muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Nun, zu guter Letzt komme ich jetzt noch ganz schnell dazu, eine der Ex-Liebhaberinnen von Dwayne Johnson mit Prinzessin Marie von Dänemark, der Ehefrau von Prinz Joachim, zu matchen. Ja, den Ehefrauenvergleich bin ich euch wie immer auch noch schuldig. Ich will ja mal wieder alles fundiert beweisen. Ich habe mir da Danny Garcia rausgesucht, mit der war Dwayne Johnson von 1997 bis 2007 verheiratet. Lustigerweise ist Danny Garcia eine Bodybuilderin, da kann man natürlich super die Story draus machen, dass sich Dwayne Johnson und Danny Garcia beim Training im Fitnessstudio kennengelernt haben. Die haben wahrscheinlich gegenseitig ihren Bizeps aufgepumpt, denn zu ihren besten Zeiten sah Danny Garcia so aus, wie man es da rechts im Bild sieht. Ja, ne, ist klar. Und jetzt bitte nicht wieder diese verlogene Tranny-Ablenkungstheorie anstoßen. Die Dame, die da rechts im Bild ist kein natürlicher Mann, sondern das ist einfach unnatürliches Shapeshifting an einer adeligen Prinzessin, die eine biologische Frau ist. Da bestehe ich drauf. Natürlich meine ich damit jetzt Prinzessin Marie von Dänemark und wir wollten ja noch gucken, ob die identisch ist mit Danny Garcia. Ja, da schau her. Hier sieht man es auch sehr gut. Ich zeige euch als zusätzlichen Beweis noch die Originalquellen zu den Fotos aus diesem Bildvergleich. Hier die erste Quelle und hier die zweite. Und hier noch ein weiterer abschließender Bildvergleich zwischen Danny Garcia und Prinzessin Marie von Dänemark. Also passt mal wieder alles super, Beweisführung abgeschlossen. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Anschauen des Videos. Liked es bitte, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal. Würde mich wirklich sehr freuen. Ciao, euer Somni Delius Solertius.